Hallo meine Lieben, heute wechsle ich beim E87 die Zündkerzen und den Innenraumfilter. Viel Spaß! Heutzutage ist es leider nicht so einfach, die Zündkerzen zu wechseln. Früher Kerzenstecker ab, Zündkerze raus, neue rein, Kerzenstecker wieder drauf. Fertig. Heutzutage muss man das halbe Auto zerlegen, um überhaupt an die Kerzen ranzukommen. Als erstes nehmen wir das Innenraumfiltergehäuse ab. Dafür schrauben wir mit einer 8er Nuss die 6 Schrauben raus. Das Filtergehäuse nach oben abnehmen. Darunter befindet sich der Innenraumfilter. Der ist dreimal festgeklipst. Die einfach ein Stück nach hinten ziehen und dabei nach oben drücken. Dann kann man den rausnehmen. Leider ist mein neuer Filter nicht geliefert worden. Darum zeige ich euch den Einbau mit dem alten Filter. Der Einbau ist ganz simpel. Man muss nur darauf achten, dass die beiden Spitzen hier drunter sind. Wieder festklipsen. Fertig. Für diejenigen, die sich das Video nur wegen den Innenraumfilter anschauen, Filtergehäuse wieder draufpacken. Die 6 Schrauben rein und nur handfest anziehen. Das war's. Für diejenigen, die an die Kerzen wollen, geht's weiter. Nächster Schritt, das Unterteil vom Innenraumfiltergehäuse ausbauen. Dafür die Kabelleisten abnehmen. Einfach kräftig dran ziehen. Danach die beiden Abdeckungen abnehmen. Dafür 2 Verrassungen lösen. Die eine ist hier. Und die andere ist hier. Den Halter nach hinten drücken und die Abdeckung rausnehmen. Auf der Seite das gleiche. Den Halter einfach so nach hinten machen. Das reicht. Die Schraube mit einer 8er Nuss rausschrauben. Auf der Seite wieder das gleiche. Jetzt kann man das Unterteil rausnehmen. Als nächstes die Zündspulenabdeckung ausbauen. Die muss man nach oben abziehen. Die sitzt nur in solchen Gummitüllen. Jetzt die 4 Stecker von den Zündspulen abmachen. Dafür muss man nur die Verriegelung nach oben machen und den Stecker abziehen. Nun kann man die Zündspulen rausziehen. Manchmal sitzen die ziemlich fest, da muss man schon kräftig dran ziehen. Die Zündspulen kann man untereinander vertauschen, da passiert nichts. Hier kann man sehen, dass die einer beschriftet hat, wo welche reinkommt.
Ich muss zugeben, dass ich die auch immer da einbaue, wo ich die ausgebaut habe. Aber wie gesagt, die kann man vertauschen. So, und schon kommen wir an die Zündkerzen ran. Ich schraube die mit einer 16er Zündkerzennuss mit Magnet raus. Das geht wirklich am besten. Hier sind die Kerzen. Wie man sieht, sind die verrußt. Heißt, Gemisch ist zu fett. Aber in dem Fall ist es völlig klar. Der Motor wurde ja nach dem Defekt des Nockenwellenverstellers nur noch gequält. Darum kann man von dem Zündbild der Kerze keine Schlussfolgerung ziehen. Jetzt kommen die neuen Zündkerzen rein. Die werden mit 30 Newtonmeter festgezogen. Die Zündspulen wieder rein. Darauf achten, dass sie richtig reingedrückt werden. Die Stecker wieder drauf und verriegeln. Die Zündspulenabdeckung wieder drauf. Die wird einfach nur drauf gesteckt. Darauf achten, dass die Nasen die Gummitüren treffen, sonst klappert's. Als nächstes das Unterteil vom Innenraumfiltergehäuse wieder rein. Den Gummi einfädeln. Die Schraube wieder rein. Die wird nur handfest angezogen. Auf der anderen Seite das Gleiche. Die seitlichen Abdeckungen wieder drauf. Zuerst das Gummi einfädeln, ausrichten und einrasten. Auf der anderen Seite wieder das Gleiche. Die Kabelleisten wieder einklipsen. Und zum Schluss noch das Innenraumfiltergehäuse wieder einbauen. Die 6 Schrauben werden noch handfest angezogen. So, das war's doch schon wieder für heute. Der Innenraumfilter sollte in der Regel alle 45.000 Kilometer oder nach 2 Jahren gewechselt werden. Und die Zündkerzen bei den 1,6 Liter Motoren alle 60.000 Kilometer, bei den größeren Motoren alle 100.000 Kilometer. Alle Teile und Werkzeuge sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.